Entschuldigung, mein Mundschutz war kaputt. Okay. Schöne Grüße aus Neuseeland. Und ja, I will be working here in the future. And at the moment I am visiting Deutschland for 1 month. Ich werde hier in der Zukunft arbeiten und im Moment bin ich gerade für einen Monat hier. Yeah, and I come from. This is oh. Yeah, it's schlafst. Okay, I am from New Zealand, and my city is Hamilton. Ich komme aus Neuseeland, von der Stadt Hamilton. Yeah, and it looks like this. Und es sieht so aus. My family's house is unter, a little bit, yeah. Ein kleines bisschen über das Bild hinaus war das Haus meiner Familie. And that is the very nice Waikato River that Und flows wir to the haben Tasman. einen wunderschönen Fluss, der mitten durch die Stadt fließt. Ja, ja. Ja, und das ist meine Familie, meine Schwester, ja. Meine Eltern und mein Zwillingsbruder. Und ich habe one more older brother, but I couldn't find a picture with all of us. Ja, es kommt zu diesem Bild noch ein älterer Bruder dazu. Yeah, so my formation, part of it is my family. I was blessed by God to have a believing family who took us all to church for ever since I was born. Das, was ich jetzt bin, habe ich zum großen Teil meiner gläubigen Familie zu verdanken. Yeah, it was a real blessing. And Ganz großer Segen. yeah, and another part of my formation is holiday camps. Und ein anderer großer Teil in meinem Leben waren Freizeiten, christliche Camps. This is the beach you can see from the holiday camp that I would go to every year. Jedes Jahr bin ich an eine Freizeit gegangen mit dem Blick auf diese Bucht. And this really built up my faith as a young person and helped me to really believe in Jesus. Und das hat mich als junger Mensch wirklich aufgebaut und mir geholfen, an Jesus zu glauben. And after school, another part of my formation is I studied computer science at university. Nach meiner Schulzeit war etwas ganz Wichtiges, mich mit den Computern zu beschäftigen und ich habe Computer, wie sagt man, studiert. Ja. Informatik. Ja, genau. Ja, und that is my formation that God was building into me as I was growing up. Und all diese Dinge hat Gott benutzt, um mich sozusagen zu formen. Yeah. Now my first experience with missions was in 2016, where I visited Calcutta, India, with my church. Und die erste Erfahrung mit Weltmission hatte ich in 2016, als ich mit meiner Gemeinde zu einem Einsatz nach Indien, Kalkutta, gefahren bin. Yeah. This was the first time that I saw the other half of the world world that is poor, not rich, like us. Das war das erste Mal, dass ich die andere Hälfte, ja die ärmere Hälfte der Welt sehen konnte. Yeah. And other world religions like this, I think this is a Buddhist temple. Und auch andere Religionen, wie hier zum Beispiel, ich denke, das ist was Buddhistisches. Yeah. And you must run your hand and spin the prayer wheels. Und hier kannst du beten, wenn du einfach diese Rollen ins Rollen bringst. Yeah. And by working like this, you get rid of your bad karma. Und dann soll das schlechte Karma dadurch verschwinden. Yeah. So you always work to get a better life in the next life. Du musst dich da immer wieder anstrengen, um im nächsten Leben etwas Besseres zu empfangen. But of course, our heart is that they would know Jesus, who frees them from empty works. Aber auf unserem Herzen war, dass Jesus nicht da war, um die Menschen von ihren leeren Herzen zu befreien. Yeah.
And this is some of the team I was with. Das waren so einige Teamleute, die mit mir da unterwegs waren. My pastor. Mein Pastor. Ja. Und India is a country of many gods. Und Indien ist wirklich ein Land mit vielen Göttern. Hier haben wir Hanuman und Shiva und das ist Jesus Christus, die Gottes. Ja, Der genau. gute Hirte, ja. Yeah. And of course, once again, our hearts is that they would. Hindus believe if you want to, you can pray to Jesus, but you must also let us pray to the other gods. But our hearts is that they would pray to Jesus alone. Unser Ziel war natürlich dieses Anliegen, dass die Menschen zu Jesus alleine beten und nicht, dass er einer unter vielen ist. And after this trip, I experienced a dramatic change in direction of my life. Und nach diesem sozusagen Einsatz habe ich eine große Veränderung, Neuorientierung in meinem Leben erlebt. I was working in programming car tools. Ich habe Autowerkzeuge programmiert And I started Bible study part-time. und habe Teilzeit die Bibel studiert. And in 1 year, God took away my work and He took away Bible study. Und dann, nach einem Jahr, hat Gott mir beides weggenommen. Yeah, it was a very difficult time in my life. Und es war eine schwierige Zeit in meinem Leben. But because of that, I decided I will go back and visit the missionaries we visited in my church trip. Aber das brachte mich dazu, dass ich mich entschied, wieder nach Indien zu gehen. Yeah, and the team I was working with work among very poor people in West Bengal. Und in Westbengalien konnte ich mithelfen mit einem Team unter sehr, sehr, sehr armen Leuten. Yeah, they are working to free people from slavery, mostly women from sex slavery. Und die Hauptarbeit dieses Teams war, Menschen zu befreien, in besonderen Frauen, die sozusagen im Sexgeschäft tätig waren. Yeah, so for example, here is a sewage canal and some people might live along the banks of the canal. Das ist ein Abwässerkanal und an diesen Abwässern am Rande leben Menschen. And the women especially have no opportunity for any kind of good work. Und besonders die Frauen haben noch keinerlei Gelegenheit, irgendeine gute Arbeit zu tun. So it was started by some New Zealand missionaries. They came and they set up a sewing shop. Und es gab dann einige neuseeländische Missionare, die haben eine Schneiderei eröffnet. Yeah. And that way they provide ways for women to have decent work that is builds up their honor. Und so haben sie Gelegenheit geschaffen, besonders für Frauen eine Arbeit zu machen, die wirklich auch ehrwürdig ist. And whilst they are working with them, they can share who Jesus is. Und natürlich hat man während dieser Zusammenarbeit mit ihnen auch Jesus ihnen bezeugen können. And they make bags and also T-shirts, and this is one of the T-shirts. Und hier habe ich gerade auch das T-Shirt, das ich trage, ist in dieser Schneiderei hergestellt worden. Auch Taschen und sonstige Dinge. I learned from these missionaries the importance of living with people for a long time. Und ich habe von diesen Menschen und diesen Mitarbeitern dort, von diesen Missionaren gelernt, dass man mit Menschen auch über längere Zeit leben und arbeiten muss. And learn their language and really honor their culture. Und wirklich auch ihre Sprache lernen und auch ihre Kultur wertschätzen. I think it was a very good introduction to what being a missionary is all about. Es war eine hervorragende Einführung für mich in das, was es bedeutet, ein Missionar zu sein. But at the end of it, I realized this was not the particular work for me. Aber ich habe dann doch gemerkt, dass dieser Ort und dieser Platz, diese Arbeit nicht das ist, was Gott für mich hat. Yeah.
So I came back to New Zealand and God led me to East West College. Und bin zurück nach Neuseeland und bin auf die Missionarstrainingsschule East West College in Neuseeland. Ja, das ist der Weg MTC. Ja, it has many rainbows. Ja. Bei uns gibt es viele Regenbogen. Ja. Und lots of work as well. Und viel Arbeit. Ja. Viel praktische Arbeit. Ja. Lots of work. Und viele gute Leute da. Und ja. These are some of the students. Ja, einige der Studenten. Yeah, and I found another very special person there. Und ich habe eine ganz besondere Person dort kennengelernt. Meine Verlobte, Letizia. Ja. Und hier ist, Yeah. And coming to the end of my time at Missions College, I was asking God, where do you want me to go? Und besonders gegen Ende hin auch, ich fragte Gott im Gebet, wo möchtest du mich haben? Yeah. So once again I went with my church, this time to Nepal. Und ich hatte die Gelegenheit mit meiner Gemeinde einen anderen Missionstrip diesmal nach Nepal zu unternehmen. Yeah, and I visited some missionaries there to find out what are the possibilities. Maybe God is calling me to Nepal. Und mein Anliegen war es, auch dort im Gespräch mit Missionaren herauszufinden, was Gott für mich vorhat. Yeah. Nepal is an amazing story because before 1950s there was no Christians. Nepal ist eine wundersame Geschichte, denn vor den 50er Jahren gab es keinerlei Christen in Nepal. But now the church is growing very, very quickly. Und jetzt gibt es eine stark wachsende und schnell wachsende Gemeinde in Korea, in Nepal. In Korea auch. Yeah. But at the end of the trip, I decided that God was not yet calling me to Nepal. Aber ich habe dann auch dort gemerkt, also für die jetzige Zeit ruft Gott mich nicht nach Nepal. But one of the missionaries I was talking to was related with WEC. Einer dieser Missionare, den ich dort traf, war ein WEC-Missionar oder einer in Verbindung mit WEC. And also my time at the WEC MTC had shown me a lot about the WEC people and how they lived. Und da die Bibelschule East West College eine WEC-Bibelschule ist, habe ich sehr viele WEC-Missionare kennengelernt. And I really liked the life that was dedicated to Jesus that they were living. Und ich war beeindruckt von dem Leben, hingegeben zu Jesus, das sie lebten. And I heard from someone from Germany that they were needing an IT person. Und von einer deutschen Person hörte ich, dass in Deutschland im Missionshaus eine Informatikperson gesucht wird. And this started my relationship with WEC and being in Germany. Und das ist der Grund, weshalb ich nun in Deutschland bin und hier sozusagen eine Beziehung zum Missionshaus in Epstein habe. For me, it is a natural match because I can use my technical skills for serving God. Und das passt sehr gut auf mich, denn ich kann meine natürlichen Gaben einsetzen, um Gott zu dienen. And now I can look back on the time when God changed my direction. Und ich schaue zurück, als Gott meine Richtung sozusagen änderte. And even though it was painful, I can see the purpose that God had for it. Das war etwas schmerzhaft, aber ich kann jetzt wirklich sehen, dass es Gottes Ziel war. So I had the opportunity to meet Letitia's family. Und ich hatte auch jetzt die Gelegenheit, die Familie von Letizia, meiner Verlobten, kennenzulernen. Yeah. And then I came to Epstein and I started seeing what the work was like Und here. ich konnte jetzt hier in Epstein sein für diesen Monat und sehen, wie denn die Arbeit ganz praktisch oder wirklich aussieht. Yeah. It has been very good. Yeah. Und es war sehr gut. Yeah. And my future plans, I will return to New Zealand in October and do more deputation. Ich werde also im Oktober zurückkehren nach Neuseeland, um Reisedienst zu machen. And then next year I will come back for long term. Nächstes Jahr möchte ich nach Deutschland für Langzeit zurückkommen. Ja. So, Gebetsanliegen, bitte pray that God will give me opportunities to talk at churches.
Bitte betet für Gelegenheiten in Neuseeland, in Gemeinden Reisedienst zu machen und zu reden. Please pray that my support will increase. Dass ich genügend finanzielle Unterstützung bekomme, um dann auch hier in Deutschland sein zu können. And please pray for my fiance and me as we will be separated, as no one can come to New Zealand now except for New Zealanders. Und bitte betet auch für unsere Beziehung als verlobtes Paar. Im Moment dürfen nur Neuseeländer zurück nach Neuseeland kommen, also Letizia hätte auch noch nicht mal die Chance hinzufliegen, wenn sie wollen. Ja, danke. Ja.